Moin Leute, willkommen im Bruderland. Ich sitze hier mit der neuen Google Pixel Watch 2. Die ist gestern angekommen. Ich habe meinen Google Pixel 8 Pro schon eingerichtet und heute möchte ich mir einfach mal die Pixel Watch 2 noch mal ein bisschen aus der Nähe anschauen, gucken, wieso die Unterschiede zur Pixel Watch 1 sind und was es sonst noch so zu beachten gibt. Ansonsten gibt es wieder die übliche obligatorische Installation. Und dann werden wir mal einen ersten Blick auf die Oberfläche werfen. Wie immer fangen wir erst mit der Verpackung an. Ihr seht, die hat sich ein bisschen verändert. Das war das Design von der Pixel Watch 1. Jetzt hat man quasi von 16:9 auf 9:16. Das ist ein Hinweis, dass man noch Shorts machen soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht sie ansonsten ziemlich identisch aus. Ich glaube, die einzige nennenswerte Änderungen, die man erwähnen sollte. Hier steht jetzt nur noch Gehäuse in Polished Silver Steel. Und früher war das ja hier noch ein Edelstahlgehäuse in Polished Silver. Ne? Also das ist, glaube ich, so einer der wesentlichen Unterschiede, dass man von Aluminium von Edelstahl auf Aluminium so rum gewechselt hat. Ne? Also das hat manchen Leuten schon etwas aufgestoßen. So, wir gucken einfach mal, was hier sonst noch so drin ist. Ich erwarte, wie gesagt, keine großartigen Überraschungen. Nächstes kann man sie schön auseinandernehmen, aufklappen. Ah ja, also das Design ist definitiv anders, gefällt mir auf jeden Fall besser als vorher mit diesem runden Design, wo quasi die Uhr drumherum gebunden war. Das ist jetzt das Band. Hier haben wir das Netzteil und da fühlt man schon die ersten Unterschiede. Und zwar hat ja jetzt das neue Netzteil, wird wieder über so Kontakte aufgeladen. Nur mal im Vergleich. Altes Ladegerät, neues Ladegerät. Dafür ist es jetzt prinzipiell ein bisschen kleiner geworden, hat aber natürlich dann wahrscheinlich wieder den Nachteil, dass ich meine Pixel Watch 1 damit nicht laden kann, was halt echt wieder ärgerlich ist. Aber okay. Ansonsten haben wir hier noch ein Ersatzband. Um der Vollständigkeit halber. Das ist wahrscheinlich für die verschiedenen Größen. Hier unten ist auch noch der Papierkram drin, aber den erspare ich euch jetzt mal. Gucken wir uns mal die Uhr an. Also wir haben es ja von der Optik her, sieht es eigentlich wie vorher aus. Das ist jetzt das kurze Band, nicht verwirren lassen. Wir haben weiterhin hier eine Krone an der Seite, dann haben wir hier Tasten, die immer noch, na, jetzt guckt die Taste hier oben jetzt so ein bisschen rüber, die ist aber immer noch in meinen Augen ziemlich schlecht zur Nutzung. Dann haben wir hier noch einen Lautsprecher, Mikrofone und unten haben wir jetzt quasi die neue Sensoren-Phalanx. Ich zeige euch einfach mal parallel die Pixel Watch. So sah das vorher aus und so sieht es jetzt aus. Also hat sich ein bisschen was optisch geändert und auch von der Technik her. Aber ansonsten sieht man hier in meinen Augen jetzt nicht so die großen Unterschiede, wenn ihr mich fragt. Ja? Taste ist an der gleichen Position, Krone, Mikrofone, Lautsprecher. Ne? Also ich könnte euch wahrscheinlich jetzt auch das Video von meiner Pixel Watch 1 einspielen. Ihr würdet erstmal keinen großen Unterschied sehen, bis auf die Rückseite, die hier hinten quasi die neueren Sensoren beinhaltet. Ja, ansonsten, ihr seht, diese Schnellverschlussdinger sind immer noch da, die Bänder, und die kann man immer noch problemlos wechseln, ohne Werkzeug. Problemlos sage ich immer. Bevor wir jetzt gleich an die Installation gehen, gucken wir uns jetzt noch mal kurz dieses Ladegerät an. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, es ist magnetisch. Ja. Magnetisch ist es und es hält auch. Und ja, bei dem anderen passiert da natürlich nichts mehr. Was nämlich ganz interessant ist, weil die Kontakte sind nämlich wirklich hier direkt zugänglich quasi, direkt um die Sensoren herum. Und das hat natürlich dann echt zur Folge, dass man das Ladegerät von der Pixel Watch 1 nicht mehr benutzen kann. Sehr schade. Also ich bin mir jetzt sicher, dass es... Ja, ihr seht, da sind auch jetzt auch
die Magneten nicht mehr so wie bei der Pixel Watch 1. Also, nee, also zweite Generation, zweites Ladegerät. Ist prinzipiell nervig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Pixel Watch 1 meiner Frau gebe, dann braucht sie ihr Ladegerät und ich habe mein Ladegerät und dann müssen wir am Ende auch wieder 2 Ladegeräte mitnehmen. Das ist wieder sehr ärgerlich, vor allem weil wir jetzt quasi in der zweiten Generation sind, aber okay. So, die Uhr hat jetzt endlich gestartet, hat gefühlt irgendwie in die Ewigkeit gedauert und ich bin jetzt in der Pixel Watch App, mit der die Uhr eingerichtet wird und schauen wir mal, ob er sie findet und dann taucht hier auch gleich eine Google Pixel Watch 2 auf. Koppeln wird gestartet. Der Kopplungscode. Ich hoffe, das Koppeln läuft jetzt ein bisschen schneller als mit dem alten Exynos-Prozessor bei der Pixel Watch 1. So, mit Google-Konto anmelden. Kurze Info zur Ausrichtung. Naja, gesteigertes Wohlbefinden dank Fitbit, ja, smarte Werte, übernehme Verantwortung. Haben wir irgendwie alles schon mal gehört. Jetzt kann man Fitbit noch öffnen und dort seine Smartwatch verbinden. Da bin ich mal gespannt, weil das ist jetzt quasi noch meine alte gewesen. Und jetzt kann man wieder nur eine Uhr verbinden und ihr setzt sich jetzt durch die Pixel Watch 2, damit auch nur noch diese Fitnessdaten quasi in die Pixel Watch reinlaufen, in die Fitbit App reinlaufen. So, Fitbit Premium möchte ich auch weiterhin nicht, auch wenn man hier wieder 6 Monate Fitbit Premium kostenlos dazu bekommt. Google Assistant will auch installiert werden. Google Pay installiere ich jetzt mal nicht. So, jetzt muss ich ja noch gleich meine Uhr aktualisieren per WLAN. So, und jetzt aktualisiert er hier fleißig. So, das Update meiner Pixel Watch 2 hat jetzt gefühlt irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert, aber jetzt sind wir fertig und es ist mittlerweile installiert. Und wir gucken uns einfach mal an, was uns hier so erwartet. Und es wird wahrscheinlich jetzt wieder noch ein bisschen träge sein, weil wieder ganz viele Sachen im Hintergrund laufen, aber die Krone fühlt sich auf jeden Fall nochmal eine Spur leichter an, als es zum Beispiel bei der Pixel Watch 1 der Fall war. Von oben nach unten haben wir die Schnellleiste, von unten nach oben kommen die Benachrichtigungen. Hier links haben wir dann die Schnellreisemöglichkeiten über Google Maps. Und wenn wir nach rechts gehen, landen wir bei den verschiedenen Widgets, die wir hier haben, und dann kommen wir wieder am Anfang raus. Ja, also ihr könnt von links nach rechts durchdrehen oder von rechts nach links, das ist alles das Gleiche. Und die Krone funktioniert vermutlich wieder erst, wenn man in der App drin ist, und dann kann man durch die verschiedenen Punkte durchgehen. Ja, die Taste oben, damit kann man zu letzten Apps kommen, oder wenn man sie länger drückt, kommt, glaube ich, der App Drawer. Ne, da kommt der Google Assistant. Genau, der App Drawer war ja hier, wenn man die Taste drückt. Dann kommen hier quasi alle Apps, die installiert sind. Sieht jetzt auch erstmal alles ganz sauber aus. Und wie gesagt, ansonsten läuft jetzt alles über die Fitbit-App. Also dort laufen quasi die ganzen Fitnessdaten rein. Und die Einstellungen und sonst was, das könnt ihr alles über die Pixel Watch App einstellen. Und ja, damit bin ich jetzt erstmal fertig. Ich lade das Ding jetzt mal weiter voll auf und dann gucken wir mal, inwieweit dieser W5 Snapdragon da auf jeden Fall förderlich für die Akkulaufzeit sein wird oder nicht. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.